Guck mal. Nottingham. Hier sind wir. Und da ist to London. So, dieser Mann ist gut 60 Jahre. Evesham Vorsteher. Haben wir keinen Namen von dem? Oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Die Auszeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Aus all dem ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und unaufgeregtes Leben führt. So, jetzt haben wir die Streckenkarte. Eine gewöhnliche Streckenkarte der Eisenbahnlinie dieser Region vom Bahnhof Evesham. Abgerissenes Depot. Das hatten wir schon, ne? Genau. Haben Sie mehr Informationen? Ja. Ist halt schwierig, ne? Ich meine, er war ja da und dann war er plötzlich weg. Also. I don't know. Ist das hier die. Das sind Postsäcke, ne? Railway Postbags. Ja. Hier noch irgendwas? Was Interessantes? Nö. Wo ist denn eigentlich die große... Ach nee, die große Halle war ich jetzt, ne? Private. Okay, er hatte gesagt, hier ist was. Rotisch. Hallo? Telegramm. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bridlington. Okay, aber was hat der jetzt mit uns zu tun? Here is the train set. Zugzusammenstellung. Linie Nottingham to London. Typ Zug LNER oder Liner Nummer 324. Zusammenstellung Lokomotive, Kohlewagen, Erste-Klasse-Wagen, Postwagen, Sonderwagen, gebucht von Mr. Robinson, Zweite-Klasse-Wagen. Okay. Erfragen. Die Zusammenstellung des verschwundenen Zuges lautet Lokomotive, Kohlewagen, Erste Klasse, Postwagen, Sonderwagen, Zweite Klasse. Das hatten wir ja schon. Haben wir hier noch irgendwas? A telegraph. Ein Telegraph. Gut. So schlau waren wir jetzt auch. Hier komme ich nicht weiter, ne? Ne, geht's auch nicht weiter. Dann fragen wir mal unseren Kollegen Schmalfuß hier. Dessen Namen wir irgendwie immer noch nicht wissen. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Wunderschönen guten Morgen, Seros. Hallo. Geht's Was dir? there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. See you later, Alligator. Wie praktisch. Wir haben eine Kutsche stehen, tatsächlich. So, Bridlington. Der Bahnhofsvorsteher von Evesham erhielt eine Nachricht, dass sich der Zug aufgrund von Problemen mit den Fahrgästen am Bahnhof von Bridlington verspäten würde. Okay. Informationen über die Fahrgäste, die an Bord des verschwundenen Zuges waren. Okay. Das ist ja richtig interessant. Rascha, Dankeschön und wunderschönen guten Morgen. Kann ich denn? Nee, ich kann jetzt noch keine Herleitung machen, ne? Nee. Ich glaube, ich habe noch nichts, oder?
Gucken wir mal. Keine Spuren. Nee. Nee. Gestohlene Schienenstücke? Gucken wir mal. Ne, wir können noch nichts kombinieren. Okay. Ja, wir haben noch nichts hergeleitet. Aber wir haben auch noch sehr wenig Informationen. Oh, ist das schön hier. Mensch. Train Service? Haben wir hier irgendwas? Nö. Ist ja voll chillig hier, ey. Mr. Robinson. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Ich mag ihn nicht. Man lässt Leute ausreden. Das ist nur höflich. Australischer Hut. Wunderschönen guten Morgen, Sissy. Australischer Hut. Teure Kleidung. Schwerer Goldring. Teure Schuhe, Krokodilleder. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Wunderschönen guten Morgen, Rated. Das wünsche ich dir auch. Hab einen wundervollen Sonntag. Also, irgendwie weiß ich nicht, dass er Humanity sein soll. Also, dass ihm das Wohl der Menschen am Herzen liegt, dann würde er auch Leute aussprechen lassen, oder? Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Goodbye, sir. Ja, klar. Ja, also, ja. Da hätten wir aber auch den Grund, warum der Zug zu spät kam, ne?
Thomas Robinson. Dieser Mann ist auf jeden Fall reich und genießt einen hohen Status in der Gesellschaft. Das sieht man eindeutig an seinen tollen Kleidern und seinem goldenen Ring. Sein australischer Hut und seine Krokodillederstiefel verraten, dass er aus dem Ausland nach England gekommen ist. Höchstwahrscheinlich ist er auf einer Geschäftsreise. Das hatten wir ja schon. Mr. Robinson verließ den Zug, weil er ein Telegramm erhalten hatte. Darin stand, dass sich eine wichtige Person, ein gewisser Mr. Bromsby, mit ihm im Wartesaal des Bahnhofs von Bridlington treffen wollte. Okay, wo ist denn jetzt aber der Bahnhofvorsteher? Ist der jetzt wieder rausgerannt, oder was? Ja. Wollte ich nicht, Entschuldigung. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Ja, Deutsche Bahn, man kennt's, ne? Arbeitskleidung. Billige Fahrkarte. Verheiratet. Und raue Haut. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Vergessene Chilean Company. Das ist komisch. Wütender Fahrgast. Den Händen und der Kleidung dieses Mannes nach zu urteilen, ist er ein Facharbeiter. Er hat kein Gepäck und ist alleine. Er reist nicht und ist auch nicht im Urlaub mit seiner Frau. Er fährt täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück. Und daher dürfte er sich nicht nur mit dieser Linie und den Stationen gut auskennen, sondern auch mit den anderen täglichen Zugreisenden. Die Besitzer der Firma blieben am Bahnhof von Bridlington an Bord des Zuges, während alle anderen Fahrgäste den Zug verlassen mussten. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen was komisch, ne? Also wir wissen, denke ich mal, warum er zu spät kam. Mittlerweile. Ich glaube, der nette, freundliche Herr da drüben ist schuld. Aber, ja. Habe ich. So, wir können schon was herleiten. Ich bin mal raus, bisschen Boot fahren. Viel Spaß. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Nein. Die Besitzer der chilenischen Firma Barcasas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Ich glaube schon, dass da irgendwas hintersteckt. Also, da kannst du mir sagen, was du willst. Also, die vergessen doch sowas nicht, oder? Ja, nein. Guten Tag. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Personen im Zug vergessen werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Spalt im Boden. Blatt Papier. Hilfe. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum.
Versicherungsschein Nummer 256458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson für seinen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung deckt den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandswertes. Maximale Deckungssumme 15.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr, verlängerbar. Bin auch schon in Köln am Abstellgleis wach geworden. Okay. Ein wertvoller Versicherungsschein für einen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Müssen wir ja fragen. Verdächtige Beitrittsanfrage in WoW Family erkannt. Was ist da los? Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Snow gerade da. Viel Spaß am Lurk. Warum kriege ich hier plötzlich so eine gelbe? Was ist das für ein Scheiß? Ah. Gut, ich habe es erstmal weitergegeben. Mal gucken. Da ploppt halt plötzlich so ein verdächtige Beitrittsaktivität im WoW Family erkannt. Weil es so viele sind, oder was? So, ich denke mal, wir reden erstmal mit dem Dude hier. Da muss sich gerade jemand anderes mal drum kümmern. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Problem mit Fahrgästen. Okay. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Gucken wir uns den erstmal an. Also er wirkt sehr junges Alter. Er ist bei mir auch so. Saubere Kleidung. Vorschriften. Also noch relativ unerfahren, denke ich mal. Tintenflecken. Okay. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did. And I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say. How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Schnell genug, um durchaus in der Lage zu sein, einen Bahnhof im Griff zu haben. Zugzusammenstellung, Streckenkarte, Versicherungsschein, Abkürzung. Let me speak frankly, Mr. Bertram.
Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line.